Im Bundestag geht es zu wie im Taubenschlag heute. Da ist wirklich eine Menge los, denn die alten und die neuen Bundestagsfraktionen nach der Bundestagswahl, die treffen sich dort. Zum Beispiel auch die AfD. Und die alte AfD-Doppelspitze ist dabei bestätigt worden. Alice Weidel und Tino Kruppalla bleiben demnach im Amt. Bei dieser konstituierenden Sitzung der stark gewachsenen Fraktion erhielt das Führungsduo 134 von 144 abgegebenen Stimmen. Das entspricht einer Zustimmung von 93%. Es gab 7 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen. Außerdem sollen alle 152 AfD-Bundestagsabgeordneten, so viele sind es jetzt, auch tatsächlich der neuen Fraktion angehören. Das heißt, auch die umstrittenen AfD-Politiker Markus Krah und Matthias Helfferich sind Mitglieder der Fraktion. Bei der Bundestagswahl vorgestern hatte die AfD ihr Ergebnis im Vergleich zur Wahl von 2021 auf 20,8% verdoppelt. Damit stellt die AfD im neu gewählten Bundestag die zweitgrößte Fraktion hinter der CDU/CSU. Wir haben uns heute zum Ziel gesetzt, innerhalb dieser Fraktion durch unsere Oppositionsarbeit als Oppositionsführer im Deutschen Bundestag in den nächsten Jahren die CDU als stärkste Kraft zu überholen. Das ist unser Ziel und das werden wir auch erreichen. Ja, Max Hermes für uns im Bundestag. Ist wirklich einiges los heute im Bundestag. Ein Treffen jagt das nächste. Alice Weidel haben wir jetzt gehört. Markige Worte. Und die AfD hat sich da heute das erste Mal in neuer Fraktionsstärke getroffen. Warum eigentlich hatte da nicht jeder Abgeordnete auch seinen Platz sicher? Da gab es ja Diskussionen. Ja, also die AfD hat da jetzt erstmals in dieser neuen Konstellation dann zusammengefunden, also mehr als die doppelten Abgeordneten, die jetzt da auf einmal für die AfD im Parlament sitzen. Und das hat erst einmal auch räumlich zur Folge, dass die AfD jetzt ausweichen musste von ihrem eigentlichen Fraktionssaal in einen etwas größeren Saal in einem anderen Gebäude. Der ist aber ganz, ganz weit weg von den anderen Fraktionen. Und die AfD, die möchte jetzt dafür kämpfen, dass sie den Fraktionssaal der SPD bekommt, die jetzt ja geschrumpft ist. Und die AfD sagt, wir haben jetzt eigentlich Anspruch auf einen größeren Saal. Das ist etwas, was jetzt im Hintergrund läuft. Aber heute zeigt man sich da natürlich mit großer Stärke, also diese Verdopplung der Abgeordnetenzahl, die da mit einhergeht, dass die Fraktion jetzt natürlich viel mehr Gewicht hat im Deutschen Bundestag. Und das wird auch möglich durch besonders alte Abgeordnete. Das müssen wir auch sagen. 7 der 10 ältesten Abgeordneten insgesamt, die im Bundestag sitzen, die kommen von der AfD, also ein sehr altes Publikum, was da auch offenbar angesprochen wurde. Und die AfD, die jetzt natürlich erstmal nach ihrer Rolle suchen muss. Viele der neuen Parlamentarier, die haben keinerlei Erfahrungen eben mit Bundestagsarbeit. Die AfD außerdem bislang noch nicht so präsent, was auch Ausschussarbeit angeht, was Ausschussvorsitze angeht. Die verschiedenen Themengebiete des Bundestags, die werden ja in verschiedenen Ausschüssen behandelt. Und die AfD kämpft jetzt darum, dass sie diesen Ausschüssen auch vorstehen kann oder einigen davon. Das haben die anderen Parteien bislang immer zu verhindern versucht, um den Einfluss der AfD klein zu halten. Das wird jetzt allerdings mit dieser neuen Stärke nicht mehr ganz so einfach. Also die AfD, die jetzt hier ein gewachsenes Machtzentrum für sich beanspruchen kann. Max, ganz herzlichen Dank. Also eine größere Fraktion beansprucht natürlich auch mehr im nächsten Deutschen Bundestag. Danke dir.